Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Arndlang. Heute geht es nochmal um Sequences, beziehungsweise jetzt, ich weiß, ihr habt heute schon eins davon gesehen, es geht nochmal um Sequences. Sequences sind nämlich extrem wichtig. Ja, was wir heute machen, sind ein paar fortgeschrittene Funktionen dazu. Das bedeutet, wir können jetzt hier nicht nur addieren oder ein Skalar drauf multiplizieren oder drauf addieren, sondern wir können jetzt sogar noch ein bisschen mehr machen. Und zwar, eine Sequence wird auch von manchen Funktionen zurückgegeben, die in Arndlang schon drin sind. Das heißt, ihr müsst nicht immer selber eine Sequence schreiben, sondern ihr könnt auch zum Beispiel die Range-Funktion benutzen. Range, und das nimmt einen Parameter, nämlich genau wie groß soll das ganze Ding sein. Ich mache jetzt hier einfach mal Range 10 und wir sehen, wir kriegen eine Sequence. Achtung, wir fangen bei 0 an zu zählen und hören vor dem 10., also vor der 10 auf. Aber insgesamt drin sind 10 Elemente, also 0 ist ja auch ein Element, 1, 2 und so weiter und so fort. Dann haben wir 10 Elemente hier drin und fangen mit der 0 an und hören 1 vor dem Ende auf. Also damit könnt ihr dann zum Beispiel einfache Zählaktionen oder sowas vermeiden und unnötigen Code somit auch ziemlich gut vermeiden. So, jetzt kann ich nicht einfach nur hier eine Sequence benutzen, also Plus oder sowas benutzen, sondern ich kann die auch in Funktionen reinstecken. Also ihr könnt dann natürlich auch 1 plus Range, 1 plus habe ich gesagt, Range von, sagen wir mal, 5 machen. Dann bekommt ihr hier natürlich auch alle Zahlen von 1 bis 5, weil ihr auf alles 1 drauf addiert habt. Das bedeutet, ihr habt hier nicht bei 0 angefangen, weil ihr ja 1 drauf addiert habt und 1 plus 0 ist ja bekanntlich 1. Das heißt, ihr fangt einfach bei 1 an und zählt halt bis 5, statt von 0 bis 4 zu zählen, so wie es standardmäßig von der Range-Funktion eben gegeben ist. So, sagen wir mal, ihr wollt die Zahlen von 1 bis 3 und dann aber erst wieder von 30 bis, keine Ahnung, 33. Dann macht ihr einfach Folgendes. Ihr ranged und verbindet diese Dinge. Also wir hatten gesagt, machen wir von 0 bis 3, dann haben wir eine Range von 4. So, und jetzt sagt ihr, ihr wollt sie verbinden. Das bedeutet, ein Komma einfach hinsetzen und schon habt ihr zwei Sequences verbunden. So, und was hatten wir dann gesagt von 30 bis 33? Also 29 plus, also ich mache hier mal Klammern hin, 29 plus Range von, wie viel hatten wir gesagt? Auch wieder 4, glaube ich. So, und schon haben wir eine Sequence, die alle Zahlen von 0 bis 3 enthält. Ups, und dann von 29 bis 30. Ich hätte hier 30 drauf addieren müssen, wie ihr gerade gesehen habt. Ich hatte gesagt, wir machen von 30 bis 33. Ist aber nicht so wichtig. Im Prinzip wollte ich euch bloß zeigen, dass ihr, wenn ihr ein Komma dazwischen setzt, dass ihr dann easy zwei Sequences aneinander hängen könnt und somit mehrere Elemente drin habt. Also die müssen auch nicht gleich groß sein. Hier kann Range von 1 stehen und hier kann Range von 128 stehen oder sowas. Das ist alles kein Problem. Einfach Sequences hintereinander hängen und schon habt ihr, also mit dem Komma hintereinander hängen und schon habt ihr die beiden in eine Sequence reingesteckt, die einfach alle enthält. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel auf diese Sequence oder auf irgendeine andere, ich werde wieder die Range benutzen, eine Funktion anwenden möchte, dann gibt es dafür auch Syntax, und zwar den Apostroph, also Sinus zum Beispiel von einer Range-Funktion. Und sagen wir mal, wir wollen alle Zahlen von 0 bis 9 wieder haben. Das heißt, wir rechnen jetzt den Sinus von 0 aus, den Sinus von 1 und so weiter und so fort. Und wir bekommen hier eine Sequence, die alle Sinus-Dinger hier enthält, also Sequence, ja genau. Sinus von 0 ist 0, Sinus von 1 ist 0,84, Sinus von 2 ist 0,9, Sinus von 3 ist 0,1 und so weiter und so fort bis hin zu Sinus von 9, der hier 0,4 ist. Und das habt ihr alles instant in einer Liste gespeichert oder in einer Sequence, um genau zu sein, habt ihr das alles gespeichert. Haben auch viele Ähnlichkeiten mit Listen, falls ihr Python kennt oder sowas. Alles kein Problem, kann man machen. Okay. Das könnt ihr jetzt natürlich auch alles in Variable einspeichern, zum Beispiel, also das Ganze in x reinspeichern, und dann könnt ihr Folgendes damit machen, da machen die Funktionen auch ein bisschen mehr Sinn. Sagen wir mal, wir wollen das jetzt hier alles in eine Variable reinspeichern, ich kopiere mir das hier mal, und dann wollen wir hier das Ganze in x reinspeichern. So, x enthält jetzt diese ganzen Variablen hier. Wenn ich jetzt x ausgebe, stehen da einfach diese Variablen drin. Okay, was ich jetzt habe, ist Folgendes. Ich kann jetzt hier auf diesem x weitere Sachen ausführen und die zum Beispiel in andere Variablen einspeichern. Also zum Beispiel in y oder auch einfach nur ausgeben. Was ich jetzt machen werde, nehme ich take und dann zum Beispiel, halt falsch rum. Am Anfang schreibt ihr, wie viele Elemente ihr haben wollt. Also zum Beispiel sagen wir mal, wir wollen 2 Elemente haben. Dann schreibt ihr take, dann nehmt ihr sozusagen diese 2 Elemente und wir schreiben unsere Sequence, also in unserem Fall einfach x hin. Dann bekommt ihr
zwei Elemente, also nicht 0, 1, 2, sondern tatsächlich zwei Elemente in einer Liste. Und zwar das erste Element, nämlich 0, und das zweite Element, dieses 0,841. Ja, also so könnt ihr beliebig viele Elemente benutzen aus einer Liste und den Rest einfach gerade mal wegschmeißen. Aber wenn ich jetzt hier x eingebe, deswegen habe ich das gemacht, dann sind immer noch alle Elemente in x drin. Also wir haben hier tatsächlich einfach nur diese zwei Elemente, die ersten zwei Elemente sozusagen ausgegeben. Ihr könnt natürlich auch ganz einfach hier sagen, okay, ich hätte das gerne in eine neue Variable eingespeichert und dann sagen y2 take x oder sowas schreiben. Alles auch kein Problem. So, wenn ihr jetzt aber zum Beispiel die ersten zwei Elemente fallen lassen wollt, also ihr wollt sie nicht mehr haben, sondern ihr wollt die 8 Elemente, die danach kommen, dann nehmt ihr drop, sagt 2 drop x und dann bekommt ihr alle Elemente ab dem dritten Element bis zum Ende hin. Also hier ab 0,9 bis hin zu 0,41. So, jetzt kann es natürlich nochmal passieren, dass ihr am Ende ein paar loshaben wollt. Da könnt ihr auch nicht drop benutzen. Also ihr könnt schon, aber es ist ein bisschen aufwendiger. Sondern ihr nehmt einfach minus 2. Also sagen wir mal, oder minus halt die Anzahl, die ihr nicht haben wollt. Minus 2 take von x bedeutet, ihr nehmt einfach die letzten zwei Elemente, ihr hättet im Prinzip genauso gut Drop 8 machen können, dann hättet ihr die ersten 8 Elemente fallen gelassen und bekommt die letzten zwei. Mit minus 2 take x bekommt ihr aber auch die letzten zwei Elemente, genauso wie ihr mit minus 2 Drop x die letzten zwei Elemente fallen lasst, also die habt ihr dann eben nicht mehr drin. Ist quasi dasselbe wie 8 take x, aber wenn ihr nicht immer wisst, wie lang das Ding ist so ein minus 2 auch mal ganz interessant oder einfacher zu benutzen. Also so als Beispiel, was ihr alles damit machen könnt. Okay, so, jetzt noch eine letzte Sache für dieses Video. Nächstes Mal geht es auch nochmal um Sequences, aber dieses Mal machen wir jetzt noch Filtern. Filtern ist auch sehr, sehr praktisch und dazu nehme ich mir wieder meine Range-Funktion. Und zwar möchte ich jetzt zum Beispiel nur die geraden Zahlen haben, also in meiner Range-Funktion möchte ich jetzt nur die geraden Zahlen haben, also alles, was 2, 4, 6, 8 und so weiter ist. Deswegen nehme ich die Funktion even. Das ist auch eine Funktion, die euch armlang zur Verfügung stellt, aber ihr könnt da jede beliebige Funktion benutzen, die euch einen Wahrheitswert zurückgibt. Und hier sage ich dann, okay, even, ist denn meine Liste irgendwie even? Naja, even, Fragezeichen, und dann sage ich hier Range von 10 zum Beispiel. Dann bekomme ich 0, 2, 4, 6 und 8. Das ist alles, weil die anderen Elemente sind ja offensichtlich ungerade. Wir gehen dann so bis zu 9, die 10 ist ja nicht mehr drin. Das bedeutet, ich habe hier nur 5 Elemente drin und das war es dann auch schon wieder. Gut, und das war es sogar von meiner Seite jetzt für dieses Video. Nächstes Mal geht es nochmal um Sequences. Da machen wir dann so Sachen wie Fold und sowas, also Falten von Listen. Und ja, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!